Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In den letzten beiden Folgen haben wir uns schon die Disney-Prinzessinnen angeschaut. Die neuen Mini-Puppenfiguren sind ja schon mit den Friends herausgekommen im Dezember 2011 in Frankreich und im Januar 2012 in den restlichen Ländern. Lego hat von Anfang an immer großen Wert darauf gelegt, dass die Baukästen nicht nur für Jungen, sondern ausdrücklich auch für Mädchen gedacht sind. 1971 startete die lange Serie der Puppenhauswohnungen, die ausschließlich für Mädchen gemacht waren. 1974 waren das die ersten Sets mit den neuen gebauten Großkopffiguren. Die Großkopffamilie war damals ein großer Verkaufsschlager. Aus der Minifigurenstadt erinnern wir uns auch an die Paradiesa-Sets von 1992. Im damaligen Konkurrenzkampf mit Mattel wollte Lego 1997 den Barbie-Puppen Konkurrenz machen mit den 15 cm großen Puppen aus der Lego-Scala-Reihe. Anziehkleider aus Stoff gab es aber auch schon 1994 bei den vollbeweglichen Belleville-Figuren. Das Belleville-Spielsystem wurde 2012 von den neuen Friends Minipuppen abgelöst. In diesem Größenvergleich sehen wir sofort den Sinn der neuen kleinen Minipuppen. Mit der starken Verkleinerung konnte man kleinere, erschwingliche Sets mit vielen Kleinteilen herausbringen und man kehrte wieder zum kleinen Maßstab der Minifiguren zurück. Die vollbeweglichen, klassischen, kantigen Minifiguren sind seit Februar 1978 bis heute ganze 48 Jahre lang in ihrer äußeren Form vollkommen unverändert geblieben. Genauso wie die erste unbewegliche Vorläuferfigur von 1975 ist die klassische Lego-Minifigur nämlich vollkommen mit Lego-Steinen kompatibel. Sie ist eine echte klassische Lego-Stein-Baufigur mit unzähligen Kombinations-, Bau- und Spielmöglichkeiten und sie gibt viel Raum für Fantasie. Sie überzeugt durch ihre Standfestigkeit auf den kantigen Füßen und die volle Beweglichkeit der Beine, Arme und Handgelenke. Je detaillierter die Figuren bedruckt sind, umso mehr stören die breiten Proportionen und die kantigen, dicken Füße. Deshalb ist es verständlich, dass Lego speziell für Mädchen die zierlichen, langgezogenen, komikartigen Minipuppen herausgebracht hat. Die neuen Spielfiguren können zwar nicht mehr laufen, sie haben nur noch auf den Fußsohlen und auf dem Kopf eine Noppenverbindung, die restlichen Körperteile sind nicht mehr mit den Lego-Noppensteinen kompatibel. Die Handgelenke kann man nicht mehr drehen und die Köpfe sind auch nicht mehr mit den alten Minifiguren austauschbar. Aber die neuen, gummiartigen, weichen, elastischen Haare sitzen auf dem Kopf auf einer üblichen, normalen Lego-Noppe und passen auch noch gut auf die alten, klassischen Minifigurenköpfe. Man kann die Haare der Minipuppen also beliebig mit den Minifiguren austauschen, das ist die einzige verbliebene Kompatibilität zwischen den Minipuppen und den Minifiguren. Man kann sogar noch die allerältesten Kopfbedeckungen von 1975 verwenden. Ein schönes Zeichen dafür, dass die Minipuppen in dieselbe Lego-Familie gehören wie die Minifiguren. Typisch für die Friends-Figuren sind die kurzen Miniröcke. Im ersten Jahr gab es aber auch schon männliche Figuren mit unterschiedlichen Hosenformen.
Die vielen kleinen, netten und schön bedruckten Tiere sind ein beliebter Bestandteil der vielen Minipuppensets, als Haustiere der Friends und der Prinzessinnen. Und schon die erste Friends-Folge hatte den Titel »Tierisch gute Freunde« und sie handelte vom Welpen Scarlett. Schon im ersten Jahr 2012 gab es die neu gestalteten Friends-Pferde mit Sattel und Zaumzeug. Wir haben schon am letzten Freitag gesehen, wie lächerlich es aussieht, wenn die Minipuppen mit ihren dünnen Zahnstocherbeinen bis zu den Knien im weiten Sattel stehen. Schon im ersten Jahr 2012 gab es 3 verschiedene Reiterhofsets. Meine Tochter hat damals auch Reitstunden genommen, aber mit den Friends-Pferden konnte sie überhaupt nichts anfangen. Sie hatte zuerst den Reiterhof von Playmobil, mit dem man viel besser spielen kann, und die Figuren können auch richtig im Sattel sitzen. Später ist sie dann wegen der realistischen Darstellung der verschiedenen Pferderassen zu Schleich gekommen. Davon kann ich euch vielleicht später auch noch ein Video zusammenstellen. Man sieht hier genau das Maßstabverhältnis der verschiedenen Spielsysteme, vor allem das unterschiedliche Größenverhältnis zwischen der Figur und dem Pferd. Die neue Lego-Spielwelt ist benannt nach den Hauptfiguren, den 5 Freundinnen. Hier sehen wir das ursprüngliche Schmetterlingslogo von 2012. Am rechten oberen Eck der Packungen sind die 5 Freundinnen abgebildet: Emma, Stephanie, Olivia, Andrea und Mia. Das waren die 5 ersten Freundinnen von 2012 mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Das Marketingbudget für die Einführung der Spielreihe betrug $40 Millionen. 2018 wurden alle 5 Figuren optisch aufgewertet. Vor allem die wissenschaftsbegeisterte Olivia bekam einen dunkleren Hautton und eine Brille. Beim Schriftzug fiel der Schmetterling weg und das Bild der 5 Freundinnen bekam die herzförmige Heartlake-Form. Hier sehen wir die neuen Namensschilder auf der Packungsrückseite. 2023 sind die alten Freundinnen schon erwachsen geworden und die Friends-Themenwelt wurde vollkommen neu gestaltet. Mit 8 Hauptfiguren, neben den 5 Mädchen gibt es jetzt auch 3 Jungen. 5 Monate nach dem Erscheinen der Figuren startete am 5. Mai 2012 die Animationsserie über die Friends-Spielwelt im Fernsehen. Mia, Stephanie, Emma, Andrea und Olivia sind die besten Freundinnen. Wo sie auftauchen, ist immer etwas los und sie sind für jeden Spaß zu haben. Bei Playmobil lief es damals ganz anders. Da startete zuerst am 1. August 2014 zum 40. Geburtstag von Playmobil die Fernsehserie Super 4 und die passenden Playmobil-Figuren zur Serie gab es dann erst einige Monate später im Juni 2015. In der Fernsehserie sind die 5 Freundinnen junge Schülerinnen zwischen 12 und 15 Jahren, die bei ihren Eltern wohnen. Bei den Friends-Sets sind es aber eher junge Erwachsene im Abitur- und Hochschulalter, die schon einen Führerschein haben und in verschiedene Projekte und Berufe hineinschnuppern. In der Friends-Spielwelt von Heart Lake City gab es alles von der Tierrettungsstation bis zum Flughafen. Aber es ist eine Stadt vollkommen ohne Feuerwehr und ohne Polizei. Diese klassischen City-Themen für Jungs fehlen bei den Friends vollständig. Wir haben damals keine eigene Friends-Stadt gegründet, die kleineren Sets waren damals einfach übliche, beliebte und wertvolle Geburtstagsgeschenke.
In der Lego-Spielwelt dürfen die Friends, wie gesagt, schon mit dem Auto fahren, wie hier Emma mit ihrem Cabrio aus dem Set 41013 von 2013 aus 154 Teilen. Emma interessiert sich für Kunst, Design und Mode. Man kann Schleifen in ihr Haar stecken und in der Hand hält sie ein Smartphone. Bei vielen Friendsets waren auch die Haustiere dabei, wie Emmas weiße Katze Javel, die hinten im Sportwagen mitfahren kann. Es ist ein wunderschön geformtes, 6 Noppen breites Auto, in den besonderen Farben Lavendel und Magenta. Im Gegensatz zu den Minifiguren können hier sogar 2 Minipuppen nebeneinander hineinsitzen. Alles, was man sieht, Kühlergrill und Motorhaube, sind Aufkleber. Beim Kennzeichen fehlt die erste Ziffer der Artikelnummer und das Zugmaul am Heck ist nicht original, sondern ich habe es selbst nachgerüstet. Mit diesem flotten Sportwagen macht Emma einen schnellen Ausflug ins Grüne zum Fotografieren. Emma hat eine bedruckte, mittelazurblaue Handtasche dabei. Es gibt ein großes Schild mit der Landkarte von Heart Lake City und einen Wegweiser, der links zum Meer und rechts in die Berge zeigt. Auf den kleinen grünen Grundplatten sind zweimal die alten Blumensträuße von 1978. Emma macht auf ihrem Ausflug bei einer Picknickbank eine Pause. Sie hat eine blaue Wasserflasche ausgepackt und ein belegtes Brot. Es ist eine magentafarbene Buchhülle auf der Sitzbank, in die man eine 1x2 Fliese hineinlegen kann. Emma beschäftigt sich gerne mit Fotografie. Sie hat eine große Spiegelreflexkamera dabei mit einem Rundstein als Teleobjektiv. Mit dieser Kamera kann Emma jetzt in der Natur ihr Fotoshooting beginnen. Das zweite Set, das ich hier habe, ist Stephanies Showbühne 41004 von 2013 aus 193 Teilen. Sie trägt eine goldene Prinzessinnenkrone auf dem Kopf und sie steht auf einem kleinen 2x2 Drehteller, mit dem man die ganze Figur um die eigene Achse drehen kann. Sie singt in ein Mikrofon, das auf einem schön gebauten Ständer hängt. An den vorderen Ecken der Bühne gibt es links und rechts große Lautsprecherboxen. Im Hintergrund der Showbühne gibt es noch ein Keyboard, auf dem Stephanie zusätzlich noch in die Tasten hauen kann. An der Rückwand sind auf einer Stuhllehne 3 violette Platten mit gelben Sternen befestigt. Und darüber hängt eine bunte Scheinwerferkette unter dem Bogen. Die ganze Bühne kann man drehen und an der Hinterseite ist eine Ballettstange mit einem Spiegel. Der Tanz und das Ballett passen viel besser zur sportlichen Stephanie. Die richtige Musikerin in der Freundesgruppe wäre eigentlich Andrea und 2015 kam der Popstar Livy dazu, mit einer großen Showbühne, einem Tourbus und der Popstar-Villa. Zu Stephanies Showbühne gehört auch ein Schminktisch mit Spiegel und Hocker. Am Tisch steht hinten rechts eine Vase mit einem Blumenstrauß, eine Flasche und ein Glas. In der Schublade liegt eine hellorange Haarbürste, mit der sich Stephanie kämmen kann. Das dritte wunderschöne Set hat meine Tochter einmal von ihrer besten Freundin zum Geburtstag bekommen. Die italienische Pizzeria 41311 von 2017 aus 218 Teilen.
Die Pizzeria führt Emma, eine der 5 Freundinnen, und als Angestellten hat sie Oliver dabei, der nur bei dieser Pizzeria allein auftaucht. Das Gebäude hat Märkisen, die in den italienischen Farben grün-weiß-rot gestaltet sind. Am Schild sieht man den Pizzaofen und im ersten Stock ist eine gemütliche Terrasse mit Rundbögen und Pflanzenranken. Auf der Terrasse stehen 2 Restauranttische mit 4 Sitzplätzen. Auf der gemütlichen Terrasse können die Gäste bequem Platz nehmen und ihr romantisches Abendessen genießen. Emma serviert die Pizza, die schon in 4 Teile geschnitten ist. Durch die Glastür am Eingang kommt man in das Erdgeschoss mit der großen Küche. Links ist die Kochecke, auf dem Herd steht eine Pfanne, daneben ist die Spüle, dahinter die Anrichte mit dem Mixer und rechts die Arbeitsplatte, wo Oliver mit dem Nudelholz die Pizza ausrollen kann. An der rechten Wand ist der Holzofen mit einem Ruder als Pizzaschaufel. Hinten links ist eine kleine Verkaufstheke mit 3 kleinen Salatschüsseln. Hinten rechts ist die Kassa mit Telefon, Speisekarte, Geld und Bestellblock. Neben dem Restaurantbetrieb liefert Oliver nämlich die Pizza auch noch aus, mit einem typischen kleinen italienischen Motor-Dreirad mit einem Kastenaufbau. Vorne hängt ein Smartphone, hinten kann man die Kofferraumtüren aufmachen und die Pizzakartone hineinlegen. Das 4. schöne kleine Spielset ist Stefanis Fußballtraining 41330 von 2018 aus 115 Teilen. Stefanie ist sportlich gekleidet und trägt ein Fußballtrikot. Sie steht im Tor auf einem 13 Noppen langen limettengrünen Liftarm und an der Rückseite vom Tor kann man mit dem Hebel die Torhüterin nach rechts und nach links bewegen und die Schüsse abwehren. Beim Set ist Stefanis kleiner brauner Hund Dash dabei, ein weißer runder Fußball und eine Ballschussmaschine. Mit der Ballschussmaschine kann Stefanis Hund Dash den Ball ins Tor schießen und Stefanie muss ihn beim Fußballtraining abwehren. Rechts haben wir noch eine schwarze Schiefertafel mit der Spielstrategie und links einen kleinen Tisch mit einem Trinkwasserspender, einer Wasserflasche, einem Hotdog und einer Landkarte von Heart Lake City. Auf dem Wasserbehälter liegt eine Trillerpfeife als Aufkleber. Das 5. Set für heute ist Olivias Schildkrötenrettungsstation 41376 von 2019 aus 212 Teilen. Olivia trägt hier einen rosaroten Taucheranzug mit knielanger Hose und eine Rettungsweste. Die Schildkrötenrettungsstation ist ein kleiner Pfahlbau mit einem Treppenaufgang. Am Dach ist ein halbes Modell von einer Schildkröte aufgebaut. Unter der Plattform gibt es an der Rückseite ein kleines Schildkrötenspielzimmer mit einer Sandburg und oben im Erdgeschoss ein Behandlungszimmer mit einer Patientenliege für die Schildkröten. Auf einem kleinen Felsen am Strand ist noch ein Schildkrötenei. Und hier ist schon eine kleine, frisch geschlüpfte Schildkröte. Man kann das Schildkrötenbaby aus der Eierschale herausnehmen. Olivias Roboter Zobo trägt eine Schwimmflosse und füttert mit einer Nuckelflasche das kleine Schildkrötenbaby.
Mit etwas Pflege wird daraus bald eine erwachsene Schildkröte heranwachsen. Beim Set sind 3 Schildkrötenbabys und eine große Schildkröte dabei. Für die Schildkrötenrettung hat Olivia ein Amphibienfahrzeug. Das ist ein kleines Boot mit Rädern und hinten einer Schiffsschraube. Auf dem Bügel sind die Positionslichter. An der Seite gibt es einen Halter mit einem roten Megafon und auf der Ladefläche gibt es 2 Noppen, auf denen ein Schildkrötenei und ein frisch geschlüpftes Schildkrötenbaby aufgeladen sind. 2018 gab es eine Serie mit den verschiedenen Schlafzimmern der Freundinnen. Wir beginnen mit Mias Schlafzimmer 41327 aus 81 Teilen. Alle Schlafzimmer sind auf einer herzförmigen Grundplatte gebaut. Hier sehen wir das Stockbett von Mia. Sie trägt eine Schutzbrille im Haar. In der Werkzeugkiste ist noch ein altes Funkgerät von 1979. Mias Haarset Vista hat hinter dem Stockbett ein kleines Haus mit einer Wasserschale und mit einer Karotte als Futter. Oben im Stockbett schläft Mia. Auf dem Nachtkästchen steht eine Tasse mit der Aufschrift I love Heart Lake City. Der Blitz ist das Erkennungszeichen von Mia. Sie ist energiegeladen, ehrgeizig und sportlich und fährt gerne mit dem Skateboard. Am Bett gibt es Stufen zum Hinaufsteigen und eine Rutsche zum Herunterrutschen. Das zweite Schlafzimmer ist von Stefanie, Nummer 41328 aus 90 Teilen. Es steht ebenfalls auf einer herzförmigen blauen Grundfläche mit einem getrennten Hundehäuschen für ihren Hund Dash. Die Rückwand kann man mit 2 Scharnieren umklappen. Links hängt ein Hockeyschläger an der Wand. Am Boden ist ein Golfloch zum Training. Am Regal steht das Smartphone. Am Nachtkästchen sind sportliche Auszeichnungen und der Radiowecker. Stefanis Zeichen ist der Stern, den man auch auf der Bettwäsche sieht. Sie hat noch eine Wasserflasche, eine Handtasche und eine Haarbürste. Andreas Schlafzimmer 41341 aus 81 Teilen ist von der Musik gestaltet. Sie wohnt hier mit ihrem Papagei Pepper, der auf der Rückwand sitzt. Andrea steht mit dem Mikrofon am Keyboard. An der Wand hängt die Gitarre und eine goldene Schaltplatte. Am Nachtkästchen stehen 2 Parfümflaschen. Am Bett liegt ein Laptop. Am Boden steht noch eine Lautsprecherbox und eine schöne Stehlampe. Emmas Zimmer ist das größte, es besteht aus 178 Teilen. Ihr Erkennungszeichen ist immer der Fotoapparat. Sie ist eine Künstlerin und modelliert gerade mit Ton an einer Büste auf einem Drehteller, den man am Arbeitstisch mit einer Kurbel drehen kann. Neben dem Bett hat sie einen großen Zeichentisch mit Farben und Pinsel. Sie schläft in einem romantischen Himmelbett, am Nachttisch steht eine schöne Lampe und auf der Kommode am Bettfuß ein nostalgisches Retro-Telefon mit Wählscheibe. Auf der Bettdecke ist das Bild von der Katze. Seit 2017 hat Emma nicht mehr ihre weiße Katze Jewel, sondern den sandblauen Kater Chico, der hier einen schönen Kratzbaum hat. Das sind alle 4 Friends-Wohnungen, die meine Tochter bei verschiedenen Gelegenheiten zum Geburtstag bekommen hat. Die Minipuppen sind noch in vielen weiteren Lego-Spielwelten verwendet worden. Von 2015 bis 2018 gab es die Elfenspielwelt mit 41 Sets. Wir haben hier das Set 4181 vom März 2017 mit Naidas Gondel und dem diebischen Kobold aus 62 Teilen.
Hier sehen wir die wunderschön bedruckte Figur der Wasserelfe Naida Riverheart, die den unerforschten Koboldwald entdeckt, um seltene Zutaten und magische Kristalle zu sammeln. Die Elfen haben spitze Ohren, die zwischen den Haaren herausschauen. Das Gesicht, der Körper, die Arme und Füße sind mit schönen Tätowierungen bedruckt. Bei diesem Set ist die einzigartige kleine Figur des Kobolds Roblin dabei, mit seiner magentafarbenen Kleidung und das Emblem des Koboldkönigs auf seinem Gürtel. In der Hand hält er eine giftgrüne transparente böse Anleitung. Andere wichtige Kleinteile in diesem Set sind die Schatzkarte von Naida und der Kompass. In der Einkaufstasche hat sie schon magische Kristalle gesammelt. Die Gondel ist ein schön geformtes kleines Boot mit goldenen Beschlägen. Achtern ist ein transparent hellblau glitzernder Minifigurenkopf als Schiffslaterne und ein langer, goldener, geschwungener, verzierter Achtersteven. Auf einem Felsvorsprung lauert ihr der Kobold Roblin auf. Er beobachtet die Elfe durch ein Fernrohr, hat eine Hähnchenkeule als Verpflegung dabei und im Felsen ist ein winziges, kleines, drehbares Katapult eingebaut. Er hat 3 Stück Munition, das sind aber nicht etwa violette Seerosen, sondern es handelt sich hier tatsächlich um die Saat des Bösen, mit der er Naida beschießt, um in den Besitz der magischen Kristalle zu kommen. Die Minipuppen gab es im Januar 2017 in 11 Sets der DC Superhero Girls Welt. Ich habe hier das Set 41230 aus 191 Teilen mit dem Batgirl auf Verfolgungsjagd. Die Geschichten dieser Reihe spielen in der Superhero High School, wo Batgirl, Wonder Woman und Supergirl gemeinsam zur Schule gehen und ihre Kräfte trainieren. Im Set ist der Batchat dabei mit vielen comicartigen Spielfunktionen. Die Minipuppenfigur ist schön bedruckt mit den Batman-Symbolen und der Maske im Gesicht. Im Haarteil befindet sich eine violette Haube mit den schwarzen Batgirl-Ohren. Zwischen Hals und Hüfte sind am Rücken kleine Batman-Flügel aus Plastik eingehängt. Diese werden, wie bei den Prinzessinnenumhängen, in einem kleinen Karton im Set verpackt. Die Kunststoffflügel sind aus einer transparenten Kunststofffolie ausgestanzt. Der Batchat hat die typische Batman-Silhouette in den Farben dunkelblau, dunkelviolett und mittellavendel. Das Cockpit ist eine halbovale Glaskuppel. An der Spitze ist in einem Düsentriebwerk ein Schussmechanismus eingebaut. Auf einer 12 Noppen langen Technikachse befindet sich auf der Hinterseite der bedruckte Druckknopf. Die Flügel bestehen aus viertelrunden dunkelblauen Untertassenteilen und die Seitenleitwerke am Heck aus 2 großen dunkelblauen typischen Batman-Flügeln. Auf den Tragflächen gibt es links und rechts einen kleinen Projektilwerfer, mit dem man 1x1 Rundplatten schießen kann. Beim großen Kolbenschussmechanismus im Innern des Haupttriebwerks kann man das Fangnetz auf den Flüchtigen werfen. Das schwarze, quadratische 10x10 Gumminetz muss man zusammenknäueln und vorne in das Düsentriebwerk hineinstopfen. Bei der Verfolgungsjagd kann man hinten auf den Auslöser drücken, das Gumminetz schießt heraus, faltet sich in der Luft auseinander und fängt den Flüchtigen ein. Der Flüchtige ist in diesem Fall das gelbe, diebische Kryptomite, das dem Batgirl sein iPad gestohlen hat. Es flüchtet mit einem schnellen Buggy und das Batgirl muss den Flüchtigen verfolgen und einfangen, um sein Smartphone wiederzubekommen.
Wie bei jedem anderen Lego-Set sind auch hier viele Extra- und Ersatzteile dabei, insgesamt 15 Stück, darunter die 1x1-Fliese mit dem Gesicht des Kryptomites. Die Minipuppen spielen auch im zweiten Lego-Film mit, der am 7. Februar 2019 in die Kinos gekommen ist. Sie sind die Bewohner des Psy-Star-Systems, das von der Königin Whatever Wannabe angeführt wird, das heißt, was immer sie gerne es sein möchte. Sie ist eine Formenwandlerin aus Legosteinen, die oft in der Form einer Disney-Dornröschenprinzessin auftritt. Und die zweite Minipuppe ist General Sweet Mayhem, die maskierte Pilotin des Psy-Star-Raumschiffes, Generalin Mischmasch mit ihren hellblauen Glitzerhaaren. Ich habe hier den kleinen Sweet Mayhems Disco-Pod Blisterpack von 2019 aus 24 Teilen. Im aufklappbaren Behälter ist an der linken Seite ein Halter für die Figur und links und rechts ist ein Soundsystem eingebaut. Als weiteres Teil gibt es noch ein herzförmiges Hoverboard zum Fliegen. Das sind jetzt alle Sets aus der Lego Minipuppenreihe und damit haben wir auch die dreiteilige Episode mit den Disney-Prinzessinnen und den Lego Friends meiner Tochter abgeschlossen. Sie hat im Alter zwischen 4 und 9 Jahren mit diesen Sets gespielt. Später ist sie dann zu Harry Potter gekommen, davon werden wir eine eigene Folge gestalten. Am nächsten Freitag geht es in meiner Serie über die Zusammenhänge und Vergleiche in der Lego-Entwicklung und mit den laufenden Sammelprojekten weiter mit einem Überblick über die verschiedenen Lego-Figuren. Neben meiner kleinen Minifigurensammlung, für die ich vor 10 Jahren einmal ein Ausstellungsdisplay gebaut habe, zeige ich euch auch noch das verzauberte Belleville-Märchenschloss 5808 von 1999. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute so zahlreich zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen! Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.